Der Keilriemen schlabbert so vor sich hin, die Lichtmaschine ist defekt, liefert keinen Strom. So können wir nicht weiterfahren. Wir werden das jetzt versuchen auszutauschen. Mit der kaputten Lichtmaschine hätte ich so weiterfahren können, weil wir haben ja noch eine zweite, die uns mit Strom versorgt. Aber mit dem kaputten Keilriemen, das geht gar nicht. Wenn der runterfliegt, ist alles vorbei. Deshalb werden wir das jetzt reparieren. Marina, hast du Ersatzteile? Natürlich habe ich Ersatzteile. Ja, hier den Keilriemen für den Ersatz. Die alten möchte ich nicht mehr verwenden, selbst wenn ich das spannen kann. Und ich habe hier einen Lichtmaschinenregler. Der ist auf der anderen Lichtmaschine schon getauscht, ist also der gleiche. Und ich hoffe, wenn ich den tausche, funktioniert die Lichtmaschine wieder. Ansonsten müssten wir eine neue kaufen. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der das einbaut. Marina, hast du einen Mechaniker? Mechaniker sind out. Ich habe schon befürchtet, ich muss es jetzt selber machen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, aber wir werden es sehen. Ja, MacGyver kriegt alles hin. Das Gute an den dicken Motoren ist, man kommt nirgendwo dran. Ich werde jetzt erstmal alle Stromkabel von der Lichtmaschine lösen, dass man besser drankommt. Um hinterher noch zu wissen, wie die Kabel verlaufen, hilft immer ein Handybild, damit man das hinterher nochmal nachvollziehen kann. Auch für die untere Schraube von der Lichtmaschine mache ich mir ein Handybild, damit ich weiß, wo die sitzt. Die Stromleitungen sind alle von der Lichtmaschine gelöst und jetzt müssen wir noch schauen, dass wir an die Schraube kommen. So sieht die Lichtmaschine aus. Der Rundlauf ist gut, dass es da also auch kein Problem gibt. Und mal schauen, was passiert, wenn wir den Regler getauscht haben. Hier sitzt der Regler, den tausche ich gleich aus. Die Kappe ist ab und jetzt liegen auch die 4 Schrauben für den Regler frei. Hier sieht man jetzt den normalen Batterieanschluss, Klemme W, Klemme D, Batterie Plus und Batterie Minus. Eine ganz normale Valeo Lichtmaschine. Die Abdeckung dient nur dazu, um aus dem Batterie Plus 2 Plusabgänge zu machen. Die sind aber nicht getrennt. Müssen wir das neue Teil wieder in das alte Teil reinbauen. Die Lichtmaschine wird gerade repariert. Man sieht, das ist eine Friemelsarbeit. Da ist eine Dichtung drin. Muss natürlich auch sauber drin sitzen, wo wir die wieder zuschrauben können. Die Lichtmaschine ist wieder zusammengebaut, war eine Schweinearbeit und jetzt geht es an den Einbau. Im Motorraum zu arbeiten ist eine Katastrophe. Man kommt nirgendwo richtig dran. Und man sieht nichts, was man macht. Alles wieder drin, der hintere Keilriemen etwas lockerer, das müssen wir noch ein bisschen nachspannen. 2 Wochen sind vergangen, ich habe jetzt endlich das richtige Werkzeug mitgebracht. Ursprünglich hatte ich 17, 13 mit, aber hier an Bord brauchen wir 12 und 16. 16er war ich schon darauf vorbereitet, aber dass das nicht 13, sondern 12 ist, da hatte ich letzte Woche leider nicht das richtige Werkzeug mit. Das habe ich jetzt mit und jetzt können wir noch mal die Lichtmaschine richtig spannen. Marina, spannen wir die Lichtmaschine mit der Leine? Jo, mache ich. Okay, noch die andere Schraube. Gut, alles gut. Super. So, die Lichtmaschine ist wieder fest. Und ja, sollte alles wieder soweit okay sein. Der Keilriemen ist gespannt. Wir machen gleich noch einen kurzen Probelauf. Die Lichtmaschine läuft. Die hatten letzte Woche ja schon kurz ausprobiert, dass die Spannung wieder vorhanden ist bei 14 Volt. Da war der Keilriemen nur noch etwas locker. Die Keilriemen sind leider beide nicht gleichmäßig. Der hintere Keilriemen ist etwas lockerer, sodass wir jetzt hier nochmal etwas nachgespannt haben, sodass der hintere Keilriemen auch relativ fest sitzt. Mehr geht leider nicht, aber ich hoffe, das reicht. Normalerweise habe ich alles Werkzeug an Bord, ein Allround-Engländer und auch das Ratschenschlüsselset, wo alle Größen drin sind. Entsprechend auch super mit dieser Ratsche, aber leider komme ich mit der Form des Schlüssels nicht an die Schraube. Deshalb habe ich also so einen speziellen Schlüssel heute hier gebraucht. Habe ich frisch im Baumarkt gekauft, nur hier für die Schraube. Was haben wir gemacht?
Lichtmaschine ausgebaut mit 2 Halteschrauben. Rausgenommen, die Abdeckung abgemacht von der Lichtmaschine, die nur dazu dient, den einen Lichtmaschinen Plus in 2 Lichtmaschinen Plus umzusetzen. Danach konnten wir einfach den Regler austauschen, alles wieder zusammengebaut, Lichtmaschine eingebaut, die beiden neuen Keilriemen drauf und die habe ich auf die Riemenscheibe gekriegt, indem ich einfach mit einem 21er Schlüssel mit dem Fuß von hier oben den Motor habe gedreht, sodass die Keilriemen langsam drauf geflutscht sind. Also da habe ich richtig die Maschine von Hand gedreht oder von Fuß gedreht quasi. Und das ist schon alles. Lichtmaschine spannen, mit dem Seil anziehen und jetzt sollte alles wieder funktionieren. Jürgen hat Werkzeug wieder mal in den Motorraum geschmissen. Zum Glück hat unsere Lampe ein Magnet und ich kann das Werkzeug rausholen. Den 21er Schlüssel, von dem ich gesprochen habe, der ist mir natürlich anschließend in den Motorraum gefallen. Die dicken Maschinen sind so groß, dass ich da nicht runterkomme. Zum Glück hat die Lampe einen Magneten und damit konnte ich den Schlüssel wieder rausheben. Damit ist jetzt alles erledigt. Ja, ich bin jetzt auch nass geschwitzt. Und ich finde, du sollst jetzt langsam mal die Schotten dicht machen hier. Wir machen jetzt zu und Lichtmaschine läuft, Keilriemen ist okay. Wir können jetzt wieder mit dem Boot fahren. Supi.